Das ist eine der häufigsten Fragen, nämlich wie bekommst du mehr Neukundenanfragen von den richtigen Neukunden? Wie bekommst du mehr? Du willst wachsen über Neukunden und du brauchst qualifizierte Anfragen. Wie geht das? Und ich sage dir was, das ist bei 9 von 10 nicht das Problem. Du hast genügend Anfragen. Das Problem ist, du verwertest sie nicht. Lass mich dir ein krasses Beispiel geben. Das Beispiel ist 10 Jahre her. Ein DAX-Unternehmen aus der Nähe von Nürnberg, genau aus Erlangen, geht auf die Hannover Industriemesse mit einem Stand. Soweit ich weiß, hat die ganze Messeaktion ungefähr 5 Millionen Euro gekostet. 5 Millionen Euro für einen Mega-Stand. Soweit ich weiß, über 100 Vertriebsmitarbeiter auf dem Stand. Wow! Und ich frage dann den Entscheider, ich bin dort eingeladen für ein Akquisegespräch, und ich frage den Entscheider, was ist denn aus der Messe rausgekommen? Und dann ruft er seine Assistentin an und sagt, Frau Müller, bringen Sie doch mal die Leads rüber, also die Visitenkarten. Und dann kommt sie mit einem Schuhkarton. Er stellt den Schuhkarton auf den Tisch, macht den Deckel auf und da drin so Visitenkartenwürfel mit Gummibändern gehalten. Der ganze Karton voller Visitenkartenwürfel. Er sagt, hier, das sind alle Visitenkarten, die wir dort gesammelt haben. Sag ich, wow, cool, das ist viel. Super, aber 100 Vertriebler? Ja, klasse. Was ist denn damit dann passiert? Da sagt er, das weiß ich nicht genau. Ich gehe davon aus, dass jeder Verkäufer die abkopiert hat und dann entsprechend sich darum gekümmert hat. Okay, aber ich sage, ein Controlling gibt es nicht. Nein, aber unsere Verkäufer sind gut. Ja, aber haben Sie es mal kontrolliert? Wenn Ihr Chef kommt und sagt, 5 Millionen ist zu viel für die Messebeteiligung, du bekommst nur noch 1 Million, was sagen Sie dem? Sie müssen ja dann Zahlen liefern, um Ihr Budget zu rechtfertigen. Der Punkt ist nicht die Gewinnung dieser Leads, dieser Anfragen, dieser Visitenkarten. Der Haken ist, dass die nicht abgearbeitet werden. Und dieser Karton war, glaube ich, über 6 Monate alt. Über 6 Monate. Und er weiß nicht, was daraus geworden ist. Ein DAX-Unternehmen aus Erlangen, kommst du nie drauf. Okay, zweites Beispiel. MyBest Concept ist unsere Online-Marketing-Schwestergesellschaft. Dort gibt es einen Kunden, der hat einen Auftrag platziert und wir haben ihm gesagt, wenn wir die Online-Marketing-Maschine anstellen, bekommst du Hunderte von Kundenanfragen, qualifizierten Kundenanfragen. Bist du in der Lage, die abzuarbeiten? Er sagt, ja, ja, schaffe ich. Gut. Du musst dafür Vertriebler einstellen. Ja, ja, ich stelle die ein. Gut. Dann musst du uns nur das Go geben und wir schalten die Maschine ein. Dann kam das Go des Kunden, einige Tage später. MBC hat die Maschine angestellt. Und innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen, 6 Wochen sind über 900 qualifizierte Kundenanfragen reingekommen. 900! Der Kunde hat sich total gefreut. Er sagt, das ist der Wahnsinn, das ist super, klasse, klasse, klasse. Ja, und dann haben wir gefragt, okay, wie viel Umsatz hast du schon rausgeholt aus den 900 Leads? Noch keinen. Wieso nicht? Ja, ich habe ja 2 Damen im Büro und die haben mir gesagt, sie haben gar keine Zeit zum Telefonieren. Sie haben da mal ein paar angerufen, aber da ist nicht richtig was draus geworden. Und wir haben im Moment andere Sorgen. Ja, aber du hast 900 Leads und du musst wissen, Kundenanfragen kühlen sehr schnell ab. In den ersten 20 Minuten nach einer Anfrage verliert eine Kundenanfrage 80% an Abschlusswahrscheinlichkeit. 80%. Wenn du also eine Kundenanfrage mehrere Tage liegen lässt, mehrere Wochen liegen lässt, ist sie eiskalt. Wenn du dann anrufst, erinnert sich der potenzielle Kunde überhaupt nicht daran, dass er überhaupt die Anfrage mal abgeschickt hat. Der ist völlig verwirrt. Wenn du Leads generierst, musst du in der Lage sein, diese Leads auch innerhalb von Minuten, Stunden abzuschließen. Nicht mal Tage, Minuten und Stunden. Dein Problem ist in der Regel nicht die Lead-Generierung.
Du hast garantiert Leads. Du hast schon mal Anfragen bekommen. Du hast vielleicht ein CRM-Programm. Dein Problem ist die Konvertierung der Leads in Aufträge. 9 von 10 haben genau diese Baustelle. 9 von 10 haben genügend Leads und bekommen genügend Anfragen und sind nicht in der Lage, diese Leads zu konvertieren. Und reden sich dann oft raus und sagen, ja, die Leads waren nicht gut. Okay, die waren nicht gut? Wann hast du die denn kontaktiert, nachdem der Lead reingekommen ist? Ja, eine Woche später. Der Lead war nicht gut? Du bist nicht gut, weil du den Lead vertrocknen lässt. Das ist die Baustelle. Mal angenommen, du sagst jetzt, nee Dirk, es ist wirklich so, ich kriege zu wenig Kundenanfragen. Dann findest du den Kontakt zu MBC unter dem Video. Schick kurz eine Anfrage, ein Profi meldet sich und dann klärt ihr, wie wir euch helfen können beim Thema Lead generieren. Wenn du wissen willst, wie du wirklich den Sack zumachst, wie du aus einer Kundenanfrage einen Abschluss machst und damit Umsatz machst, dann hol dir das Ticket für die Vertriebsoffensive. 2023 sind wir im November in Hamburg und 2024 4 Veranstaltungen quer über Deutschland. Hier gibt es die Tickets und 92% aller Verkäufer machen diesen Fehler beim Abschluss.